diesem Beitrag zeigen wir, wie ein Terminologiereport in Schema SC4 durchgeführt wird. Zuerst öffnen wir das ULED Lexika und Terminologie. Anschließend öffnen wir den Terminologiereport. Wir können die Terminologie in einzelnen Knoten oder in ganzen Projekten überprüfen. Dazu ziehen wir den Knoten, der überprüft werden soll, in das Feld Wurzelknoten. Das Lexikon, mit dem das Projekt überprüft werden soll, ziehen wir in das Feld Lexikon. Es können auch alle Lexika gleichzeitig ausgewählt werden. Dazu setzt man einen Haken bei alle Lexika berücksichtigen. Wir wollen für den Beispieltext nur das Lexikon Sanitärtechnik einsetzen, das wir zuvor angelegt haben. Die Terminologie soll in der Sprache Deutsch geprüft werden. Sind alle anderen Sprachen im Lexikon angelegt worden, können diese im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Es soll nach verbotenen Benennungen gesucht werden, damit wir sie später korrigieren können. Dazu klicken wir den Radio-Button Verbotene Benennungen an. Nun starten wir den Terminologie-Report. Dazu klicken wir den Refresh-Button links oben im Terminologie-Report-Fenster an. Wenn der Terminologie-Report beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Meldungsfenster. Im Fenster des Terminologie-Reports werden nun die Fundstellen der verbotenen Benennungen angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf Auswahl synchronisieren kann man von der Fundstelle direkt zum Knoten im Infopool springen. Dort können wir den Knoten mit dem Editor öffnen und die Benennungen ändern. Das geht allerdings nur manuell. Bei einer automatischen Änderung nach dem Prinzip Suchen und Ersetzen wäre die Gefahr zu groß, dass falsche Bezüge stehen bleiben, beispielsweise ein falscher Artikel.